Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Anlangen. Heute geht's weiter und zwar genau da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ihr habt jetzt höchstwahrscheinlich eure ganzen Sachen schon installiert und alles mal ein bisschen ausprobiert. Heute zeige ich euch, wie ihr Variablen definieren könnt. Variablen sind sozusagen Speicherorte für Objekte, also da, wo man, oder generell für Zahlen zum Beispiel, da kann man dann irgendwelche Werte drin speichern. Und schon hat man sie einfach später auch mal zur Verfügung. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier oben eine Variable speichere, also hier zum Beispiel sage, x ist meine Variable jetzt und ich hätte ganz gerne einen Wert drin gespeichert, wie zum Beispiel 5, dann habe ich einfach x hier als 5 festgelegt, also sozusagen für immer gemerkt. Und jetzt kann ich hier unten zum Beispiel x wieder benutzen, wenn ich y berechnen möchte oder generell, wenn ich einfach was ausgeben möchte, sage ich einfach x, keine Ahnung, 5 hoch 2. Wir wollen jetzt wissen, was die Quadratzahl von 5 ist. Dann sagen wir x hoch 2, weil wir nicht mehr wissen, wir haben es vergessen, was wir in x reingeschrieben haben, aber wir wollen die Quadratzahl wissen und jetzt können wir das einfach so berechnen. Also x hoch 2, 25. Da wird einfach was reingeschrieben, wo man sich sozusagen merken kann, was da drin passiert ist. Ich kann das natürlich jetzt auch noch komplizierter machen. Ich kann sogar sagen, x ist 5. X, was ist denn x hoch x? Naja, x hoch x wäre 5 hoch 5 und das wäre 3125 und ihr seht hier, die Performance ist auch ziemlich geil. Instant dieses Ergebnis rausgehauen, also nicht übel. Ja, also einfach dieses x kann ich auch in den Gleichungen nochmal mehrmals benutzen, ganz normal, wie ich das einfach mit einer Variable machen kann. Ich kann auch andere Variablen jetzt definieren, zum Beispiel y definieren als 42 mal x plus x, was insgesamt 43 mal x wären, aber ja, ich wollte euch zeigen, was man damit alles machen kann. Also hier haben wir zum Beispiel das Ergebnis jetzt in y eingespeichert. Das heißt, wir haben jetzt noch eine weitere Variable, die enthält 42 mal x plus x, wobei wir x nicht mal kennen müssen. X haben wir hier oben einfach irgendwie festgelegt und liefert mir dann 215. Das heißt, ich kann mir hier merken, okay, y 215. Jetzt kann ich auch so Sachen machen wie y plus x mal, keine Ahnung, mal y hoch x oder sowas, dann haben wir eine ziemlich verdammt große Zahl, aber ja, ihr seht, glaube ich, was ich meine damit. Ihr könnt die einfach wiederverwenden und neu einspeichern und so weiter und so fort. Also alles ziemlich coole Sachen. So, und jetzt kommen wir mal wieder zum Teil, da hat auch Anfang wieder mal seinen eigenen Charme, und zwar komplexe Zahlen. Komplexe Zahlen sind ja normalerweise sowas wie, keine Ahnung, 2 plus 3i oder sowas. Ich glaube, ihr kennt das alle. Wobei i natürlich die Wurzel aus minus 1 ist. Also wenn ihr komplexe Zahlen nicht kennt, dann könnt ihr das jetzt überspringen. Normale Variablen sind ganz normal verfügbar, indem ich hier einfach sagt x Doppelpunkt 5. Das, was ich euch jetzt zeige, ist einfach nur sozusagen ein Add-on. Wenn ihr komplexe Zahlen braucht, ist es unglaublich cool, so mit den Dingern zu arbeiten. Okay, und ja, wir können jetzt hier einfach sagen 2 plus 3i. Naja, das schreiben wir einfach ein bisschen anders. Und zwar als 2 Hashtag 3. Das ist dann eine komplexe Zahl, also 2 plus 3i. Und da gibt uns Anlang 2 Hashtag 3 aus. So, das Tolle ist, mit den Dingen kann man auch rechnen. Das heißt, ich darf jetzt hier, natürlich kann man komplexe Zahlen mit anderen Zahlen auch verrechnen, kommt halt wieder eine komplexe Zahl raus. Das heißt, ich darf jetzt hier zum Beispiel mir in meine Variable z einspeichern, dass ich diese Variable, dass ich gerne 2 plus 3i, also 2 Hashtag 3, drin gespeichert haben möchte. Und jetzt habe ich das hier als komplexe Zahl in meiner Variablen drin eingespeichert. Jetzt kann ich die natürlich benutzen und mit x irgendwie verrechnen. Also zum Beispiel kann ich schreiben z plus x. Was kommt dabei raus? Naja, 7 plus 3i. Easy, oder? Also ich kann sogar mit komplexen Zahlen hier rechnen. Ihr müsst jetzt überhaupt nicht mehr selber denken. Einfach komplexe Zahlen, fertig. Also zum Beispiel auch sowas wie 2 Hashtag 2 plus z. Z war ja auch eine imaginäre Zahl. Und jetzt machen wir noch was ganz Fieses, mal x. Und dann kommt 12 plus 17i bei raus. Und ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, denn ich möchte jetzt gerade nicht so viel mit komplexen Zahlen rechnen, aber es ist auf jeden Fall cool, dass man das einfach so machen kann. Also nehme ich auch mal an, dass es richtig ist. Ja, also ihr könnt einfach mal selber ein bisschen rumspielen damit. Ihr könnt jetzt einfach mit komplexen Zahlen rumrechnen. Easy, oder? Und wenn ihr dann am Ende zum Beispiel den Realteil oder den Imaginärteil haben wollt, dann macht ihr hier einfach real von, also diese eckigen Klammern, ach verdammt, die eckige Klammer auf, dann den Realteil, die imaginäre Zahl, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel z war eine imaginäre Zahl, real von z schreiben und ihr bekommt den Realteil, welcher 2 war. Wo habe ich z definiert? Hier,
2 plus 3i war die komplexe Zahl. Der Realteil von 2 plus 3i ist natürlich die 2, also ohne i hinten dran. Und der Imaginärteil, den bekommt ihr über Imag, auch von z, diese eckigen Klammern nicht vergessen. Das ist dann 3i, also Imaginärteil ohne i hinten dran, da schreibt man einfach nur 3. So macht man das in der Mathematik. Okay, und jetzt gibt es noch was wie konjugieren, das findet ihr unter conj. Das liefert mir sozusagen die genaue Umkehrung davon, also zum Beispiel von z. Das liefert mir dann statt 2 plus 3i denselben Realteil, aber den umgekehrten, also negativen Imaginärteil, also 2 plus minus 3i, also 2 minus 3i im Endeffekt. Ja, das braucht man öfters mal, wenn man damit rechnet, hier mit diesem conj, also konjugiert. Das kann schon mal gut vorkommen, zum Beispiel bei Polarkoordinaten oder sowas, glaube ich, war das auch, wo man das gebraucht hat, dringend. Also generell, wenn man mit den imaginären Zahlen rechnet, dann kann es mal gut vorkommen. Oder mit den komplexen, besser gesagt. Super, also ihr seht, komplexe Zahlen leicht gemacht, es ist ziemlich cool. Und ja, hier habt ihr auch schon gesehen, was eine Funktion ist. Conj und Imag und Real sind Funktionen. Und dazu kommen wir dann nächstes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.